Erstmal Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute machen wir Gulasch nach Seggediner Art. Und für diese Art Gulasch schneide ich erstmal Bauchspeck in Streifen. Natürlich schneide ich vorher die Schwarte weg. Und den Bauchspeck werde ich dann in einem Kochtopf auslassen, damit ich dieses Fett für das Anbraten vom Rindfleisch nachher verwenden kann. Ja, ihr habt richtig gehört. Es ist nur Seggediner Art mein Gulasch, weil ich für dieses Gulasch Rindfleisch verwende. Normalerweise verwendet man für Seggediner Gulasch Schweinefleisch. Aber ich stehe einfach sowas auf Rindfleisch und deswegen verwende ich auch Rindfleisch. Gut, während jetzt der Bauchspeck schön brutzelt, schneide ich das Rindfleisch in Würfel. Und zwar nicht in zu kleine Würfel, einfach in mittelgroße Würfel, weil die werden nachher vom Kochen noch selber kleiner. Wenn der Speck dann genügend Fett abgelassen hat, dann holen wir ihn wieder aus dem Kochtopf heraus. Und dafür geben wir dann portionsweise das Rindfleisch hinein. Also bei 1 Kilo Rindfleisch geben wir das Fleisch in 2 Portionen getrennt in den Kochtopf hinein und braten es stark an. Aber bevor wir jetzt das Fleisch in den Kochtopf geben, bereiten wir noch Zwiebeln vor. Dann nehmen wir 2 Stück und schneiden die in etwas gröbere Würfel. Und weiter noch eine Knoblauchzehe. Die schneiden wir in kleine Würfel. Wie vorher schon gesagt, wir werden das Rindfleisch stark anbraten. Dann nehmen wir erstmal die erste Portion, so dass der Boden bedeckt ist und alle Fleischstücke gleichmäßig angebraten werden können. Gut, sobald jetzt diese Fleischstücke überall schön braun sind, dann nehmen wir sie wieder aus dem Kochtopf heraus und geben die restliche Portion hinein. Und die braten wir auch richtig stark an. Natürlich würzen wir das Ganze schon mal mit Salz zwischendurch. So, wenn wir jetzt das Fleisch wieder rausgeholt haben und alles Fleisch schön angebraten wurde, dann geben wir jetzt auch die Zwiebeln mit hinein. Und die braten wir ebenfalls an. Nach ein paar Minuten geben wir dann das Tomatenmark und das Paprikapulver hinzu und kurz danach löschen wir dann das Ganze mit Rotwein ab. Wir möchten ja nicht, dass das Paprikapulver verbrennt. Wenn wir jetzt den ganzen Bratenansatz vom Boden gelöst haben, geben wir auch wieder das Fleisch hinzu, füllen das Ganze mit Brühe auf und geben dann noch den Knoblauch hinzu.
Bevor wir jetzt aber das Ganze kochen lassen, geben wir jetzt noch Kümmel, Lorbeerblätter und Pfeffer hinzu und lassen das Ganze zuerst mal für 50 Minuten lang köcheln. So, die ganze Brühe ist jetzt drin und dann können wir das Ganze für 50 Minuten lang köcheln lassen. Zwischendurch gebe ich persönlich jetzt noch ein bisschen Cayennepfeffer hinzu und Salz. Cayennepfeffer gibt noch ein bisschen mehr Bums hinein in das ganze Gulasch. So, wenn jetzt die 50 Minuten vorbei sind, dann geben wir jetzt Sauerkraut hinzu. Und auch den Speck geben wir auch hinzu. Der kocht jetzt noch mit für ca. 40 Minuten. Also wenn man jetzt natürlich Schweinefleisch verwenden würde, dann wäre die Kochzeit nicht so lange. Ist ja klar, Rindfleisch braucht einfach länger, damit es nachher sehr zart wird. Wir lassen das Ganze dann nochmal für 30 Minuten lang köcheln, aber zwischendurch können wir das Ganze schon mal abschmecken, ob auch schon genügend Salz dran ist. Kurz vor Kochzeitende nehmen wir eine große Kartoffel, schälen sie und reiben sie richtig fein. Sie muss richtig fein sein, weil wir geben sie dann dazu und binden damit dann die Soße. Aber bevor wir jetzt die geriebene Kartoffel hineingeben, können wir schon mal die Lorbeerblätter herausnehmen, weil die haben jetzt ausgedient. Wenn ihr jetzt keine Kartoffel zur Hand habt, dann könnt ihr natürlich auch Kartoffelstärke oder Maisstärke verwenden. Ich gebe dann auch nicht immer alles auf einmal hinzu, weil ich möchte erst abwarten, wie die Konsistenz wird, wenn wir die erste Portion von diesen geriebenen Kartoffeln hineingeben. Dann wären wir somit fast fertig. Wir geben jetzt noch Creme Fraiche oder Schmand hinzu und rühren das Ganze gut durch. Eventuell müssen wir das Ganze noch abschmecken mit Salz und Pfeffer. Wenn wir das Ganze dann aber abgeschmeckt haben, dann können wir das Ganze schon auftischen und uns eine schöne Portion auf den Teller geben. Und wer jetzt noch was dazu haben möchte, der kann natürlich so ein richtig schönes, richtig leckeres Bauernbrot dazu verwenden. Oder wer möchte, kann auch Kartoffeln dazu reichen. Es ist alles möglich. Also, probiert mal dieses Gulasch, ihr werdet es nicht bereuen. Es ist sehr lecker und außergewöhnlich. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von der Kochstunde wieder dabei sein würdet. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt am Ball.